Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zum vermutlich letzten Battlefield 5 Video, denn wie wir alle wissen, Battlefield 2042 Early Access steht uns allen kurz bevor, je nachdem wann das Video hier rauskommt, handelt es sich wirklich nur noch um wenige Stunden, bis es losgeht. Vielleicht ist es auch schon losgegangen, keine Ahnung wann das Video rauskommt, ist aber auch egal, weil es wird, wie ich schon gesagt habe, sehr wahrscheinlich das letzte und damit auch abschließende Video zu Battlefield 5 sein. Ich sage wahrscheinlich, weil ich habe schon noch ein paar sehr nice Clips rumliegen, die ich vielleicht noch in einer Compilation oder sonst was mit rausknall für euch. Die Frage ist halt nur, interessiert und juckt es überhaupt noch jemanden, wenn der Hype-Train komplett auf Battlefield 2042 eingeschossen ist. Aber anyway, darum soll es heute auch gar nicht gehen, sondern wir möchten heute mal im positiven Sinne, weil geschimpft haben wir über Battlefield 5 genug, im positiven Sinne mal eine Bilanz ziehen. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen auf meine Nostalgie-Reise bzw. meine Trip. Ich habe natürlich eine ganz besondere Verbindung zu dem Game, ganz einfach, weil das der Startschuss für meinen eigenen YouTube-Kanal war oder besser gesagt, warum ich mit dem ganzen Bums hier überhaupt begonnen habe. Situation war ja damals ganz klar. Game war relativ in der Talsohle angekommen. Viele der großen oder fast alle der großen Content Creator haben sich dann dafür einfach nicht mehr interessiert, weil sie halt auch gesehen haben, damit kann man jetzt nicht mehr die große Reichweite generieren. Das ist auch gar kein Vorwurf, weil das ist deren Hauptberuf und die müssen ja davon leben und da muss man sich sehr genau überlegen, wie man seine Ressourcen verwendet, beziehungsweise wo man das Ganze reinsteckt. Also da überhaupt no front an der Stelle. Mich hat es trotzdem gestört und für mich war es der Anstoß, warum ich damit angefangen habe. Und es war, auch wenn es sehr, sehr viel Arbeit ist, trotzdem macht es mir Spaß. Es ist für mich auch die perfekte Ergänzung so zu meinem Beruf, zu meiner privaten Situation beziehungsweise zu meinem Privatleben. Ich kann mich hier ausleben, ich kann das Thema Gaming, also mein Hobby mit eben Kreativität kombinieren und das macht einfach unglaublich viel Spaß und so wie ihr auch mitzieht, macht es noch viel mehr Spaß. Ihr merkt schon, das geht hier sehr Richtung Real Talk. Auf der anderen Seite muss man doch mal drüber reden und es ist ja auch viel passiert im letzten Jahr. Ich bin euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar, dass ihr bis jetzt auf der Reise mit am Start wart und ich hoffe, ihr bleibt es natürlich auch. Ich hoffe, wir schaffen es auch, unsere Community noch weiter auszubauen. Aber jetzt beginnen wir mal mit einem kurzen Review bzw. unseren Gedanken zu Battlefield 5. Ihr könnt an der Stelle auch gerne eure besten Erinnerungen, gerne auch die schlechtesten Erinnerungen oder was euch im Sinne von Battlefield 5 einfach in Gedanken geblieben ist, wo er gesagt hat, also das war wirklich ein Only in Battlefield 5 Moment, nicht nur Only in Battlefield, keine Ahnung, die erste V1 gedroppt, den ersten Multikill, einen Sturmtiger übernommen, ich weiß es nicht, einen Flickshot vom Haus runter, beziehungsweise einen Jumpshot. Anyway, egal, da wo ihr das erste Mal gesagt habt, okay, das war richtig krass. So, das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Wir wollen jetzt mal, oder ich möchte ganz klassisch starten. Ein weiterer Punkt in dem Video ist ja auch, Battlefield 5 wird vermutlich das letzte, in Anführungszeichen, klassische Battlefield gewesen sein, weil wir bekommen jetzt sehr, sehr viele Änderungen zu Battlefield 2042. Denen bin ich aber absolut positiv gegenüber aufgestellt, insbesondere Portal-Modus. Das ist definitiv der Modus, auf den ich ja so richtig Bock habe. Da lasst uns mal abwarten, was da nicht alles auf uns zukommt. Trotzdem klassisches Battlefield 5 Feeling, das schauen wir uns heute ganz einfach an, beziehungsweise wir schauen es uns nicht groß an, sondern wir quatschen auf ganz entspannter Basis drüber. Also, wir hatten natürlich jede Menge an Multiplayer-Erlebnis, beziehungsweise wir konnten zwischen sehr vielen Spielmodi auswählen, also nicht nur das klassische Eroberung und Durchbruch. Grand Operations war mit am Start, also diese hintereinander folgende Abfolge von verschiedenen Spielmodi. Ich habe diesen Modus absolut geliebt. Er wurde nur leider nicht so wirklich angenommen. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Wenn einer von euch jetzt in dem Video mit am Start ist, dann schreibt mir doch gerne mal, warum Grand Operation so wenig gezockt wurde, beziehungsweise warum es da immer so wenige Server gab. Es gab kleinere Modi wie Frontlinien, Rush, einer meiner absoluten Lieblingsmodi, leider aus der offiziellen Playlist verschwunden, nur noch in Community Games verfügbar gewesen.
Team Deathmatch, Trupperoberung natürlich, den ich dann auch im Competitive-Bereich im Rahmen der DBCL spielen durfte. Also auch da eine sehr, sehr spannende und intensive Competition-Zeit. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist auch ein Punkt, wo man sich jetzt auch für Battlefield 2042 noch nicht ganz sicher ist. Wie sieht es aus im Rahmen Portal-Modus? In welchem Modus wird da Competitive wieder aufgesetzt? Gibt es sehr bald einen Spectacular-Modus, dass man das Ganze auch streamen, übertragen kann, casten kann? Also da sind für Battlefield 2042 auf jeden Fall noch ein paar Punkte offen, aber ich denke, auch da wird es weitergehen. Vorherrschaft gab es noch und Vorposten, also jede Menge an normalen Multiplayer-Modi, die auf jeden Fall richtig Laune gemacht haben in Summe. Klar, jeder hat da so seine eigenen Präferenzen. Manche mögen es halt ganz klassisch oder einfach Battlefield klassisch. Die sind mehr auf Eroberung und Durchbruch unterwegs. Mir haben persönlich auch diese kleineren Modi sehr, sehr gut gefallen, wo es auch mehr infanterielastig war. Aber das war am Ende des Tages jedem selber überlassen. Es gab die Community Games. Wir hatten einen Battle Royale Modus. Ja, auch wenn der natürlich krachend und ohne Content dann gescheitert ist. Nichtsdestotrotz war die Map unglaublich. Auch die Ansätze, so wie es umgesetzt wurde mit dem Plattensystem und so weiter, das war wirklich etwas Besonderes. Wir hatten Combined Arms, wir hatten auch noch eine Kampagne im Rahmen der Kriegsgeschichten, wo, ich möchte mal sagen, wo sich DICE auch mal im Gegensatz zu vielen, vielen anderen auch mal getraut hat, diese deutsche Kampagne aus einem Blickwinkel von deutschen Soldaten zu zeigen. Ich finde, sie haben das sehr, sehr gut umgesetzt. Auch diese Kontroversen mit Fahnenflucht und so weiter und auch diesen Druck, der damals einfach herrschte, auch unter diesem Regime. Also das fand ich wirklich gut und in Summe, klar, Battlefield steht für Multiplayer, nicht unbedingt für Kampagne, aber wir haben zumindest eine Kampagne bekommen, die auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wir hatten natürlich auch noch ein Übungsgelände am Start, das natürlich nicht funktioniert hat, aber da hauen wir jetzt mal ganz entspannt ein Ei drüber. An was erinnere ich mich noch? Natürlich Soldaten-Gameplay, Fahrzeug-Gameplay, Flugzeug-Gameplay. Alles richtig Bock gemacht. Auch der Grind dazu, die erste Waffe auf Gold gespielt zu haben. Auch richtig, richtig nice. Ich erinnere mich sehr gerne an die erste dicke V1 mit dem fetten Multikill, die reingeschallert hat. Wenn man sich auch mit den Sturmtigern beschäftigt hat, beziehungsweise mit den Spezialpanzern, auch um nochmal aufs Fliegen zurückzukommen. Das war mit Sicherheit in Battlefield 5 das Ding mit der größten Lernkurve. Da ordentlich zu performen am Himmel und nicht sofort wieder runtergeschossen zu werden, war auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und das wird mir auch immer sehr, sehr positiv in Erinnerung bleiben. Nicht zu vergessen natürlich auch das erweiterte Movement-System in Battlefield 5, das aus meiner Sicht auch wirklich nochmal einen Sprung gemacht hat gegenüber den Vorgängerteilen. Also was man da alles machen konnte vom Eisskaten über den normalen Slide, Side-Slide, Backslide, etc. Linen, das Thema haben wir schon oft gehabt, das lassen wir jetzt an der Stelle, aber es war auf jeden Fall auch Teil dieses Systems und hat auch nochmal eine neue Ebene eben im ganzen Movement eingefügt. Ich habe gern gelehnt, ja, ich bin ein Leaner, ich gebe es zu, zumindest zeitweise, aber ist mir auch sehr, sehr in Erinnerung geblieben und natürlich die Momente mit den Mates, wo ich ehrlicherweise sagen muss, das ist teilweise, leidet das bei mir ein bisschen, weil ich halt einfach sehr, sehr viel aufnehme und wenn ich dann mit den Jungs zocke, dann ist es halt meistens so, man macht halt dann einfach seine Späßchen, labert irgendeinen Müll durch die Gegend und hat halt auf den Maps Spaß. Da schaffe ich es dann meistens nicht seriös was aufzunehmen und deswegen leidet das leider ein bisschen. Ich versuche da auch nochmal etwas den Mittelweg zu finden, aber ob mir das gelingt, wir werden sehen. Aber es gehört halt schon mit auch dazu, weil da sind so viele lustige und geile Momente entstanden, auch wenn man einfach mal auf den letzten Drücker noch das letzte Ticket rausgedrückt hat und dann die Runde noch gewonnen hat. Oder sich zu viert in den Buggy reinsetzt, beziehungsweise in den Jeep und über die Map donnert, sich gegenseitig supportet, wenn einer ein Flugzeug abgegriffen hat, sich da ordentlich koordiniert und natürlich auch das Squadplay, weil das ist einfach Teil von Battlefield 5 und du kannst, wenn du alleine unterwegs bist, funktioniert das ganze Teamplay einfach nicht.
oder sehr, sehr schlecht. Also in 9 von 10 Runden kannst du deine Mates einfach komplett in die Tonne treten, weil die interessieren sich einen Scheiß für dich. Du wirst nicht aufgehoben, weil der andere dann seine Killstreak unterbrechen müsste. Du läufst einem 5 Minuten hinterher, weil du Munition haben willst, gibt er dir nicht und so. Ihr kennt das alle. Brauche ich euch nicht erzählen. Wisst ihr Bescheid. Also, jetzt würde ich sagen, packt mir mal euren Best Moment auf jeden Fall in die Kommentare. Ich muss sagen, ich könnte mich persönlich gar nicht entscheiden. Es ist auf jeden Fall irgendeine dicke Infanterie-Streak, maybe ein V1-Kill, aber ja, da gibt's viel. Ich meine, ich habe in Summe dann ja wirklich sehr viele Spielstunden gehabt in dem Game, also ich könnte mich da nicht entscheiden. Und Worst Scene, ja mein Gott, wenn du halt einen Gunfight gegen Typ 2A verlierst oder so, da kotze ich halt bis heute noch ins nächste Eck, oder wenn einer in der Ecke mit der Schrotflinte sitzt, aber das sind, denke ich, die Klassiker. Ich würde es nice finden, wenn mir jeder von euch jetzt einmal den besten Moment und vielleicht irgendwelche Themen, die euch schon immer angekotzt haben an Battlefield 5 bzw. Situationen in die Kommentare packt. Und dementsprechend würde ich abschließend sagen, lasst uns Battlefield 5 nochmal kurz genießen bzw. würdigen. Für mich war es, wie gesagt, ein nostalgieträchtiges Game, mein erstes Game, mit dem ich Content gemacht habe. Und in Summe muss ich einfach sagen, es war kein schlechtes Spiel. Content hin, Content her, der spät kam, der teilweise ausgesetzt wurde. Trotzdem, overall war es ein gutes Spiel. Es gab immer zwar wieder Diskussionen hinsichtlich Gunplay, aber ich würde sagen, lassen wir das an der Stelle. Es hat uns sehr viel Freude gemacht, das Spiel. Wir hatten Spaß damit. Es hat uns Jahre begleitet. Und jetzt können wir nach vorne schauen, freuen uns gemeinsam auf Battlefield 2042 und checken, was da alles so geht. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend, whatever. Vielleicht seid ihr schon bei Battlefield 2042 und starrt auf den Timer und wollt jetzt unbedingt loslegen. I don't know. Anyway, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, beziehungsweise dann wieder im nächsten Livestream. Haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.